Hallo, ich bin Feng Shui Uschi und heute wird es besonders spannend, denn in diesem Video verbinde ich gleich zwei kraftvolle Welten, nämlich die Welt der Numerologie mit der Welt des Feng Shui, speziell für dein Schlafzimmer und euer Liebesleben. Im Kapitel 1 berechnen wir deine Liebes- bzw. Lebenszahl und was sie über dich aussagt. Und im Kapitel 2 geht es um eure gemeinsame Partnerschaftszahl, welche positiven Aspekte und Herausforderungen laut der Numerologie auf euch zukommen. Und du erfährst auch gleichzeitig, wie du mit meinen Feng Shui-Tipps noch besser, noch schöner alles gestalten kannst. Und ich sag's euch auch gleich, es gibt jede Menge Potenzial für mehr Glück und für mehr Liebe und für mehr Wohlbefinden. Zuerst schauen wir auf deine Lebenszahl bzw. Liebeszahl. Das ist die Quersumme deines Geburtsdatums. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht und zwar den 20. Juli 1967. Das ist unser Musterdatum und dieses Datum gliedern wir auf, indem wir alle Zahlen nacheinander aufschreiben und addieren. Und diese Zahlensumme wäre jetzt die 32 und da wir eine einstellige Zahl, ein Ergebnis brauchen, so zählen wir auch die 32, sprich 3 plus 2 zusammen und das ergibt die 5. Und so wäre deine persönliche Lebens- und Liebeszahl die 5. Und hier kommen nun die Bedeutungen der Zahlen 1 bis 9. Vor allem auch für Singles sind ja meine Feng Shui-Tipps schon super interessant. Bist du eine 1, dann bist du der bzw. die Unabhängige. Du bist führungsstark und durchsetzungsfähig. Du willst selbst entscheiden. Mein Feng Shui-Tipp ist, du brauchst ein klares, aufgeräumtes Schlafzimmer. Und vor allem du brauchst deinen eigenen Raum, dein kleines Territorium. Das heißt, keine getrennten Schlafzimmer, aber es gibt so einen Teil im Schlafzimmer, der sollte schon dir gehören. Hast du die Nummer 2 errechnet, dann bist du der Herzensmensch. Du brauchst Nähe, du bist einfühlsam und du bist beziehungsorientiert. Und so ist mein Feng Shui-Tipp, mach alles im Zweiermodus, also paarweise. Das würde dir gut tun. Im Feng Shui Schlafzimmer ist sowieso die Zahl 2 generell Pflicht, weil es um die Partnerschaft geht. Aber für dich als Zweiertyp solltest du ganz besonderen Wert und Achtsamkeit auf 2 Lampen, 2 Kissen und 2 Herzen legen. Hast du für dich die 3 errechnet, dann bist du der bzw. die Kreative. Gratulation! Du bist lustig, charmant, du liebst Kommunikation und Farben. Und so lautet mein Feng Shui-Tipp für dich Nummer 3. Wähle leichte, verspielte Farben in Pastelltönen, wähle schöne Wandbilder und positive Sprüche. Hast du die 4 ausgerechnet, dann bist du der bzw. die Bodenständige. Und als bodenständige 4 gilt für dich Verlässlichkeit. Du liebst Struktur und Ordnung. Mein Feng Shui-Tipp lautet, Betten sollten speziell für dich stabil gebaut sein, also auf stabilen Beinen. Keine flatterige Deko, klare Linien geben dir Sicherheit. Bist du die Nummer 5, dann bist du der bzw. die Abenteurerin. Du bist super freiheitsliebend und schnell gelangweilt. Und so lautet mein Feng Shui-Tipp, luftige Vorhänge, nicht zu viele Möbel, viel Raum zum Durchatmen. Nummer 6, du bist der Herzensmensch, liebevoll, fürsorglich, häuslich und oft auch sehr sexy. Mein Feng Shui-Tipp für dich, warme Farben in Creme, Rosa und Gold, gemütliche Kissen, kuschelige Stoffe. Nummer 7, der bzw. die Denkerin, philosophisch, still, du brauchst einen Rückzug. Und so lautet mein Feng Shui-Tipp für dich, wenige Möbelstücke, dafür in hochwertiger Qualität. Nummer 8, jetzt sind wir angelangt bei dem Macher, die Macherin. Du bist zielstrebig, du bist strukturiert und erfolgsorientiert. Wow! Mein Feng Shui-Tipp für dich, klare Deko, hochwertige Materialien. Entscheide dich für natürliche Materialien wie Holz, wie edle Stoffe und vor allem kein Chaos. Nummer 8. Nummer 9, du bist der Idealist. Du bist großzügig, hilfsbereit und spirituell. Mein Feng Shui-Tipp für dich, natürliche Deko, lebende Pflanzen, Kristalle, weiche Beleuchtung, Atmosphäre und Ruhe würden dir laut Numerologie ganz besonders gut tun. Kapitel 2, Partnerschaftszahl, eure Liebesenergie, eure gemeinsame Liebesenergie. Darum geht's jetzt. Also jetzt wird es noch einen Tick spannender. Wenn ihr eure beiden Lebenszahlen bzw. Liebeszahlen zusammenzählt, addiert, zum Beispiel bist du eine 5
dein Partner ist eine 3, dann ergibt sich eine 8. Und das ist eure Partnerschaftszahl, eure gemeinsame Partnerschaftszahl für euer Schlafzimmer. Das ist die Schwingung, die ihr gemeinsam in eurer Beziehung lebt. Habt ihr die gemeinsame Partnerschaftszahl 1, dann lautet es 2 Egos, eine Mission. Also Nummer 1, eure positiven Aspekte. Ihr seid ein starkes Team, ihr seid zielorientiert, ihr habt gemeinsame, klare Visionen, ihr trifft gute Entscheidungen, ihr steht für Unabhängigkeit und Respekt für den anderen. Eure Herausforderungen sind, es kann leicht sein, dass einer den anderen dominiert. Ja, der eine dominiert und der andere zieht sich zurück. Konkurrenz, Ego-Themen und Durchsetzungskämpfe. Mein Feng Shui-Tipp für euch ist, vermeidet Einzellösungen, verbindet euch. Zum Beispiel stellt keine Einzelporträts auf in eurem Schlafzimmer und betont vor allem euer Gemeinsames, also Bilder mit euch beiden. Genießt eure Gleichwertigkeit und eure Partnerschaft. Die Partnerschaftszahl 2. Hier handelt es sich um Seelenpartner. Hier geht es um tiefe emotionale Nähe, Einfühlsamkeit, Rücksicht, Romantik, Harmonie und es gibt auch kleine Herausforderungen. Weil ihr so harmonisch seid, geht der eine oder der andere mal auf Rückzug, statt eine Klärung zu suchen. Besser wäre es, Konflikte doch zu lösen, als diese zu vermeiden. Mein Feng Shui-Tipp lautet, sanfte Farben in Rosé, in Creme, in Hellblau, weiche Textilien und ein klarer, geschützter Rückzugsort, der würde eure emotionale Balance super fördern. Spiegel in eurem Schlafzimmer bitte komplett vermeiden, auch wenn sich das Bett nicht bei euch widerspiegelt. Und jetzt sind wir schon bei der 3er Partnerschaftszahl angelangt. Die Partnerschaftszahl 3 ist die kreative Verbindung. Eure positiven Aspekte sind Lebensfreude, Humor, Leichtigkeit, Kommunikation, gemeinsames Lernen, spontane Erlebnisse und vor allem gemeinsame Projekte. Und jetzt kommen wir zu den Herausforderungen. Es könnte sich vielleicht die eine oder andere Oberflächlichkeit oder Verzettelung, Reizüberflutung durch zu viele Themen, die man einfach mit ins Schlafzimmer nimmt, könnten dadurch entstehen. Konflikte könnten weggelacht werden, anstatt ernst genommen zu werden. So, mein Feng Shui-Tipp für euer Schlafzimmer ist, reduziert Reize, nämlich absolut kein TV, kein Tablet, kein Handy und auch kein Arbeitsmaterial im Schlafzimmer. Ein zartes, aber fröhliches Kunstwerk im Raum oder ein für euch beide sinnvolles, glückliches Symbol, das euch Freude macht, das kann euch inspirieren, ohne zu überfordern. Habt ihr die Partnerschaftszahl 4 errechnet, dann steht dies für eine stabile Verbindung. Eure positiven Aspekte sind Verlässlichkeit, Struktur, gemeinsame Werte, Treue, Loyalität und Familienorientierung. Sicherheit und Bodenhaftung ist für euch besonders wichtig. Eure Herausforderungen sind starre Muster, eventuell fehlende Leidenschaft, weil man ja so durchstrukturiert und so pflichtbewusst ist. Hier könnte sich eine gewisse Routine, eine gewisse Eintönigkeit einschleichen. Mein Feng Shui-Tipp für ein Schlafzimmer ist, statt dieses nur funktionell einzurichten, bringt weiche Formen rein, dezente Romantik, indirektes Licht, Stoffe in warmen Naturtönen. Bringt auch eine kleine Überraschung mal mit ins Schlafzimmer, eine Rose, einen bestimmten Duft, eine liebevolle Botschaft auf das Kopfkissen. Hast du die Partnerschaftszahl 5 errechnet? Dann steht diese 5 für eine Abenteuerliebe. Huch, und eure Aspekte sind Neugier, Veränderungsfreude, Impulse, Leidenschaft und Experimentierfreude. Und so gibt es auch für euch Herausforderungen. Es könnte eine gewisse Bindungsangst sein, ein bisschen Unruhe sich einschleichen, Dramapotenzial, weil Verführung von außen so verlockend ist. Oder einer will Nähe und der andere möchte ein bisschen mehr Freiheit. Mein Feng Shui-Tipp ist Ruhe schaffen, Elektrosmog reduzieren, klare Farben, keine Unordnung, kein Wandtattoo mit dem Spruch Carpe Diem, nutze den Tag, das würde noch einmal ein bisschen mehr stressen. Entscheide dich für ein beruhigendes, zentrierendes Symbol wie Yin-Yang oder eine wunderschöne Berglandschaft. Habt ihr die Partnerschaftszahl 6? Dann steht das für Liebe und Wärme. Eure positiven Aspekte sind tiefes Vertrauen, Fürsorge und familiäre Geborgenheit. Ein gemeinsames Nest, soziale Werte, Wärme, Romantik und Tradition sind euch wichtig. Laut Numerologie könnten eure Herausforderungen sein, eine Überanpassung oder zu viel Verantwortungsgefühl.
Angst vor einer Disharmonie. Und so lautet mein Feng Shui-Tipp für euer Schlafzimmer. Gestaltet euer Reich wie einen echten Rückzugsort. Nehmt Pastelltöne, Pflanzen, Blumen. Ihr Lieben, ihr solltet absolut keinen Arbeitsbereich im Schlafzimmer haben. Beziehungsweise, wenn ihr unbedingt einen braucht, dann diesen bitte optisch abends trennen. Und so geht schon weiter zur Partnerschaftszahl 7. Das ist eine ganz, ganz tiefe Denkerbeziehung. Laut Numerologie habt ihr eine spirituelle, philosophische Verbindung. Hier gibt es einen tiefen Austausch, eine gemeinsame Suche nach Sinn. Hier herrscht Intuition und Rückzug im Gleichklang. Und so gibt es folgende Herausforderungen. Rückzug statt Nähe, Schweigen statt Reden. Einer taucht ab und der andere fühlt sich vielleicht allein. Und so gibt es auch für euch einen Feng Shui-Tipp für euer Schlafzimmer. Wählt beruhigende Farben. Ein schönes Symbolbild für eure Verbindung wäre ideal. Zum Beispiel 2 Bäume, deren Baumkronen sich berühren. Sorgt für klare Ordnung, keine alten Erinnerungsstücke von euren Ex-Partnern oder Bilder von euch in einer Krisensituation. Raus aus dem Schlafzimmer damit. Hast du die Partnerschaftszahl 8 errechnet? Dann seid ihr ein Powerpaar. Eure positiven Aspekte sind, ihr seid kraftvoll, zielorientiert, ihr habt große Vorhaben. Gemeinsames Wachstum und Erfolg ist euch wichtig. Und bei der 8 gibt es auch eine starke sexuelle Anziehung. Eure Herausforderungen Nummer 8 sind Dominanzkämpfe, Machtspiele, alles wird zur Leistung gemacht. Auch in der Beziehung. Eventuell. Nummer 8, mein Schlafzimmertipp für euch. Wärme und Sinnlichkeit einladen. Kerzenlicht, warme Stoffe, runde, abgerundete Möbelstücke. Alles, was mit Loslassen zu tun hat und Genuss symbolisiert, das holt euch in euer Schlafzimmer. Kein Schreibtisch, kein Erfolgsposter im Schlafzimmer, kein Motivationsbuch für mehr Erfolg, für mehr Geld und so weiter. Raus aus dem Schlafzimmer damit. Habt ihr die Partnerschaftszahl 9 errechnet? Dann ist das besonders spannend, denn das ist eine karmische Verbindung. Die positiven Aspekte von einer 9er Verbindung sind tiefe, mitfühlende Liebe, Großzügigkeit, Vergebung. Es ist eine idealistische Verbindung mit karmischen Themen. Ihr habt euch diese wunderbare Begegnung irgendwann einmal ausgesucht. Ich finde es schön. Eure Herausforderungen sind eventuell emotionale Schwankungen und Überempfindlichkeit. Vergangene Beziehungen wirken oft noch nach. Mein Feng Shui-Tipp ist, setzt am besten eine Abgrenzung zur Vergangenheit. Entfernt alte Liebesbriefe, gebt sie weg, komplett weg, keine Fotos vom Ex, von der Ex. Sanfte Farben wie Rosé und Naturtöne sind ideal. Schön wäre ein Symbol für einen Neubeginn. Für euch beide. Wie zum Beispiel ein Bild mit aufgehender Sonne. Am besten mit euch beiden im Vordergrund. Oder ein Bild mit 2 Vögeln im Flug. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über dein Like ganz besonders freuen. Bitte abonniert meinen Kanal. Welche Lebenszahl hast du? Welche Partnerschaftszahl ergibt sich bei euch? Beantworte auch gerne eure Fragen. Schreibt sie mir einfach unten in die Kommentare. Jetzt sage ich bis bald. Schlaft schön und vor allem liebt aus ganzem Herzen. Ich wünsche euch viel Freude mit diesem Video. Vielleicht mögt ihr es dem einen oder anderen weiterschicken. Wir sehen uns in Kürze wieder. Bis bald. Alles Liebe.